Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Ausgabe in der Reihe Dr. Rodolfo Valentino deckt auf, Wissenschaft für alle. Ich selbst bin Sozialwissenschaftler und Psychoanalytiker vom Hause aus und möchte mit dieser Reihe wissenschaftliche Analysen, Ergebnisse zu sozialen Problemen und zu anderen sozialen Phänomenen ähm, einem breiten Publikum näherbringen. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema. Das Thema heißt prägnant, Türkisch kommt in die Hauptschule, Englisch aufs Gymnasium. Es war eine Studie über Bildungsrassismus und wo wir auf sehr interessante Interviewpartner gestoßen sind und dabei herausgefunden haben, dass es im deutschen Bildungssystem so eine Art Sprachhierarchie gibt. Wie man uns erklärt hat, hätte man das Gefühl, dass der Wert der türkischen Sprache oder der Sprachen aus dem arabischen Raum deutlich niedriger in der Sprachhierarchie angesiedelt sei als Englisch, Französisch oder mittlerweile sogar Italienisch und Spanisch. Interessant war, dass Spanisch und Italienisch in den letzten Jahren erst dazugekommen ist. Das erklärte uns eine Mitarbeiterin von Caritas, die bereits in den 70er und 80er Jahren Migrantenberatung durchgeführt hatte. Und sie sagte, das war damals noch nicht so. Erst in den 80er, 90er Jahren wurden beide Sprachen an besseren Schulen oder Gymnasien aufgenommen. Das war für uns auch nochmal interessant, wie sich das mit der Zeit wandeln kann. Naja, wir haben uns also vor allem mit zwei Mitarbeitern unterhalten aus einem sogenannten kommunalen Integrationszentrum. Vielleicht sollte man nochmal erklären, was diese kommunalen Integrationszentren sind. In den letzten 5, 6 Jahren sind sie in ganz Nordrhein-Westfalen entstanden. Jede Kommune hatte das Recht auf Fördergelder, also Fördergelder zu beantragen, um ein solches kommunales Integrationszentrum ins Leben zu rufen. Die Aufgabe der kommunalen Integrationszentren ist vielfältig. Sie führen Beratungen durch, machen Projekte, und alles dreht sich um soziale Inklusion. Das heißt, Menschen mit Migrationshintergrund, Migranten, aber auch Flüchtlinge sollen schnell integriert werden und sollen auch ganz schnell an der Gesellschaft teilhaben können. Diese beiden Kollegen, oder die beiden Mitarbeiter, die wir Herrn Kohlkampf nennen werden und Herrn Ayers, arbeiten in einem kommunalen Integrationszentrum, in einer kommunalen Verwaltung im Köln-Bonner Raum. Näheres möchten wir nicht sagen. Und Herr Kohlkampf macht zusammen mit seinem Kollegen Herr Ayers die Seiteneinsteigerberatung. Da haben wir natürlich auch direkt nachgefragt, was ist das? Und sie haben uns erklärt, dass dort alle gemeldeten schulpflichtigen Kinder und Jugendliche, die im Laufe eines Schuljahres aus ihrem Heimatland ohne Deutschkenntnisse nach Deutschland einreisen, dort in das hiesige deutsche Schulsystem eingegliedert werden sollen. Jetzt hat das kommunale Integrationszentrum natürlich keine Kompetenz, um den Schulen sozusagen aufzudrücken, welche Schüler sie nehmen sollen oder Schülerinnen, aber sie werden sozusagen entsprechend ihrer mitgebrachten Kompetenzen, Bildungsbiografie nennen sie das, bedarfsgerecht und systemoptimiert beraten und dann in Betracht kommende deutsche Schulen empfohlen. Wie gesagt, das ist nur eine Empfehlung. Keine Schule kann gezwungen werden, die Schülerin oder den Schüler aufzunehmen. Und da fängt auch die Schwierigkeit an der beiden Mitarbeiter. Herr Kohlkampf erzählte uns, dass die Arbeit sich oftmals schwer gestaltet, wenn es darum geht, Gymnasialschüler, die sehr gute Noten, sehr gute Zeugnisse mitbringen aus ihrem Ursprungsland, sei es Syrien, Eritrea, Kosovo, Albanien, Rumänien, Bulgarien und so weiter, diese dann an deutsche Gymnasien zu vermitteln. Man wäre dann schnell dabei, die fehlende Deutschkenntnis als Lernbehinderung einzustufen. Und das führe dann dazu, dass man vielen Kindern, die eigentlich aufgrund ihrer Bildungsbiografie auf besseren Schulen landen müssten,
dass diese Kinder oder dass diesen Kindern eine höhere Schulbildung verwehrt wird. Es war ganz interessant, weil der Kohlkamp erzählte uns, dass er sozusagen auch so sozialisiert wurde. Als er teilweise in den 70er und 80er Jahren in Deutschland groß wurde, auch im Köln-Bonner Raum, da war es für ihn lange klar und er fand es auch nicht schlimm. Es war für ihn logisch und so kannte er es aus der Zeit. Wenn ich richtig Deutsch kann, der kommt halt auf die Förderschule oder auf die Hauptschule. Ähm, Er selbst war auf dem Gymnasium und fand das natürlich immer ganz eigenartig, wenn Engländer oder Franzosen mit fehlenden Deutschkenntnissen doch aufgenommen wurden. Die bekamen dann auch Stützunterricht und Förderunterricht, sodass sich das Deutschniveau in wenigen Monaten auch angeglichen hat. Aber Türkisch galt halt lange Zeit als die Sprache der Gastarbeiter. Ne? Also die wurde nicht von Diplomaten und Ingenieuren gesprochen. Und deswegen habe er es auch nicht so hinterfragt. Naja, zusammen mit seinen Kollegen, Herrn Ayers, versorgte er in letzter Zeit auch sehr viele Flüchtlinge, erzählte er uns. Unter anderem aus Syrien, den Libanon, aber auch aus einigen Balkanländern. Viele Integrationszentren haben einen Dolmetscherpool. Freiwillig, nicht freiwillig, bezahlt. Aber meistens hat man dann auch Russisch zur Verfügung, Spanisch, Englisch, Arabisch. Aber es fehlt halt immer wieder an Kurdisch und kurdische Dolmetschern und an Dolmetschern für arabische Dialekte oder andere Minderheitensprachen. Und ja, da ist ihm zum ersten Mal aufgefallen, dass Herr Ayers sich aus ganz vielen Ankömmlingen, aus ganz vielen Angehörigen der Balkanstaaten, Minderheiten wie Roma und Sinti oder geflüchteten Menschen aus Syrien, auf Türkisch unterhalten kann. Also viele würden Türkisch verstehen und auch sprechen. Und das fand er sehr interessant. Und da muss natürlich Herr Ayers dran. Herr Ayers ist Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Die türkische Sprache ist ihm von seinen Eltern vermittelt worden, aber auch durch den Muttersprachenunterricht, den er besucht hat. Und er muss dann ganz viele Menschen, braucht auch keinen Dolmetscher, beraten und muss dann auch übersetzen. Ja, dann Herr Kohlkamp erzählte uns dann, dass er sich dann anfing zu fragen, was in den letzten 30 Jahren eigentlich schiefgegangen ist in Deutschland. Warum Türkisch nicht als Zweitsprache oder als zweite Fremde oder dritte Fremdsprache Eingang in das deutsche Schulsystem gefunden habe, wie zum Beispiel Italienisch oder Spanisch oder Russisch. Während Französisch und Englisch und gerade diese Sprachen, die wir auch gerade genannt haben, also Italienisch und Russisch, sehr wohl an besseren Schulen seit den Mitte der 80er und 90er auch gelehrt wird oder gelehrt werden. Hier erklärt uns Herr Kohlkamp, sei ihm zum ersten Mal aufgefallen, dass es in Deutschland eine Art Sprachhierarchie gäbe, in der Englisch als Weltsprache und Französisch als Kultursprache vollständig akzeptiert werden und deren Sprecher bei fehlenden Deutschkenntnissen mit Bildungssamthandschuhen angefasst werden. Was er damit sagen will, ist, dass dort die Gymnasien sich halt nicht sträuben, sondern dann schon die Schulkinder und die Schulkinder dann auch aufnehmen. Spricht denn hingegen jemand nur Türkisch oder Arabisch oder eine andere komische Sprache, wie er es ausdrückte, die in der Sozialhierarchie ganz unten angesiedelt ist, dann wird dem Sprecher der Zugang zu den besseren Schulen verwehrt. Und er erzählte uns aus seiner praktischen Arbeit in der Seiteneinsteigerberatung, da würde man sich sozusagen ein Bein ausreißen. Naja, seine Überraschung war auch groß, als er herausfand, dass Türkisch jetzt auch keine Minderheitensprache ist, sondern eine sehr weit verbreitete Kultursprache, die nicht nur Amtssprache in der Türkei ist, sondern darüber hinaus auf der Welt auch von 70 Millionen Muttersprachlern und 30 Millionen Zweitsprachlern gesprochen wird. So wie Herr Kohlkamp, wir haben uns ja auch mit anderen Menschen unterhalten, in Integrationszentren, aber auch pädagogischem Personal, fällt es immer mehr auf, dass es in der deutschen Schulpolitik eine
eine willkürliche Sprachpolitik gibt. Die sprachliche und kulturelle Vielfalt ist ja jetzt in Deutschland eine soziale und politische Realität, die man auch nicht mehr leugnen kann. Und wir haben uns im Rahmen der Studie auch gefragt, warum das nicht Eingang gefunden hat in die deutsche Bildungspolitik mit einer neuen Selbstverständlichkeit und die sowohl die sprachliche, aber auch die kulturelle Vielfalt schützt und fördert. Die fehlende Anerkennung der Mehrsprachigkeit, die ja, und das haben wir uns auch von Intelligenzforschern sagen lassen, eine besondere Intelligenzform darstellt, verhindert, dass die Kinder nur lückenhaft ihre mitgebrachte Familiensprache lernen und dann auch Deutsch nur mit großen grammatikalischen, semantischen und syntaktischen Lücken erlernen können. Denn so erklärte man uns, man muss erstmal eine Sprache, also in dem Fall natürlich die Familiensprache, richtig erlernen, damit man eine zweite Sprache reibungslos dazu lernen kann. So, das Problem ist, dass hier natürlich in den letzten Jahrzehnten ganze Generationen sozial diskriminiert und segregiert wurden. Und man sich heute natürlich darüber mokiert, dass viele Kinder oder Menschen mit Migrationshintergrund der zweiten oder dritten Generation sehr schlecht Deutsch sprechen oder einen eigenen Soziolekt entwickelt haben. Die Situation hat sich laut unserer Studie aber nicht gebessert. Es gibt immer noch zu viele Neueinkömmlinge, seien sie Migranten oder Flüchtlinge, die immer noch aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse auf qualitativ schlechteren Schulen landen. Und gerade bei diesen Seiteneinsteigern, wie in den Interviews mit Herrn Ayers und mit Herrn Kohlkampf klar wurde, gerade bei diesen Seiteneinsteigern merkt man das ganz klar, dass beim Testmaterial auch kaum mathematisch logisches, emotionales oder anderssprachliche Intelligenz abgefragt wird. Immer noch werden nur die Deutschen, also die fehlenden Deutschkenntnisse, fokussiert. Und das fanden wir im Rahmen der Studie natürlich als bildungsrassistisch und soziorassistisch. Und zudem sahen wir auch ein Problem damit, dass es aus ökonomischer Sicht der deutschen Gesellschaft da auch wichtige Humanressourcen verloren gehen und auch in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen sind. Denn gerade in der Wirtschaft oder gerade mit den Wirtschaftskontakten zur Türkei oder zu anderen Ländern, die eher arabische Sprachen sprechen, dass da einfach zu viele Fachkräfte und Spezialisten verloren gegangen sind. Ja, das zum heutigen Beitrag. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen, denn es war ja sozusagen auch die Premiere und ich kann euch dann mit meinen weiteren Beiträgen in der Reihe Dr. Rodolfo Valentino deckt auf, Wissenschaft für alle, dann auch weiterhin beglücken. Also mir selber hat Spaß gemacht und ich denke, ich werde das auch noch einige Zeit machen. Ja, von hier aus, also im Moment befinde ich mich ja auch auf einem Forschungsaufenthalt in Santander in Spanien und das nächste oder andere, also das eine oder andere Thema wird dann auch letztendlich aus so einem Vergleich kommen zwischen Spanien und Deutschland. Ja, Dankeschön nochmal und tschüss.